Es müssen jetzt auch die Songs nochmal auswendig gelernt werden. Ja. Aber die Frage ist ja auch, kommt denn jetzt nochmal vorher neue Musik oder so? Ja, wir nehmen auf jeden Fall neue Musik mit auf Tour. Okay. Und so ein paar Songs, weil das einfach, irgendwie habe ich gedacht, so ganz ohne neue Songs geht es irgendwie auch nicht. Und also es wird auf jeden Fall auch so sein, dass die Fans natürlich ein paar Songs oder einen Song oder zwei, ich will mich noch nicht so festlegen, zu hören bekommen, das sie vorher noch gar nicht kennen. Das wird auch für mich total spannend, so vom Applaus her. Und ich werde ja dann spüren, okay, wie ist die Reaktion darauf. Aber mindestens einen Song werdet ihr vorher auch schon hören. Ah, ist das schön. Ja. Das freut mich. Aber ein Album wird es jetzt noch nicht? Nein, also das werden wir nicht ganz schaffen. Ich fange jetzt tatsächlich an, in die heiße Probenphase zu gehen. Und dann ist richtig Fokus auf Tour. Also ich habe natürlich viele Ideen schon gesammelt. Und ja, es gibt schon gute Songs, echt, die ich so in der Schublade liegen habe, aber die einfach, aus denen man echt viel Schönes machen kann. Und dann kommen noch ein paar persönliche Sachen dazu. Ja, also wir fallen da schon dran, aber jetzt erstmal liegt der Fokus auf der Tour. Die ist ja auch relativ schnell wieder, für meine Verhältnisse zumindest, auch schnell wieder vorbei. Also es sind 15 Konzerte im Juli, sind wir damit auch durch und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Bleibt denn der Sound so gleich oder ändert sich? Hast du jetzt ein neues Produzententeam und alles klingt irgendwie wilder und verrückter? Also tatsächlich habe ich ja schon immer sehr viele unterschiedliche Produzenten gehabt. Auch für Rausch war Wahnsinn. Ich glaube, da hatte ich irgendwie 10 Teams oder so. Das war verrückt. Und trotzdem war so eine Konstante da, und zwar meine Stimme. Aber wir haben ja sehr unterschiedliche Songs da irgendwie produziert. Und Rausch war, glaube ich, so das abenteuerfreudigste Album, was ich bisher je gemacht habe, weil ich auch viel selbst geschrieben habe. Und das ging dann auch teilweise in eine komplett andere Richtung, was ich total toll fand. Aber wir haben diesmal auch wieder ein neues Team. Und wie soll ich das beschreiben? Also ich finde es schon sehr frisch, ich finde es sehr, sehr cool und modern und hoffe einfach, dass sich da die Leute angesprochen fühlen. Das ist ja das, was eigentlich mehr zählt als alles andere. Ob die Produktion jetzt total fancy und super modern ist, weiß ich gar nicht, ob das die Leute interessiert. Also A ist der Text wichtig und B die Melodie. Wenn die nicht anspricht, dann dann ist auch irgendwie. Ja, aber das ist auch das Tolle an deinen Konzerten, ne? Dass alle Altersgruppen irgendwie vertreten sind und alle wirklich auch die Omas ausrasten. Also es ist halt irgendwie, ne? Ja, ich finde das nach wie vor einfach so toll und so berührend auch zu sehen, wie sich da alles vereint und alle verbinden sich miteinander und ich mache ja tatsächlich auch diese Zeitreise von 20 Jahren, Helene, und werde auch so ein paar alte Songs spielen und die packen wir aber nochmal in ein neues Gewand und das ist einfach irre, was da passiert ist, aber wie auch meine Fangemeinde wachsen durfte oder wie sie gewachsen ist, sagen wir es besser so, da bin ich schon sehr, sehr dankbar, muss ich auch sagen. Ja. Ich muss ja noch was Peinliches erzählen. Ich hatte auch Karten für das Konzert in München. Wie viele Menschen waren das? 100.000? 130.000. 130.000. Und an dem Tag war aber furchtbares Wetter. Da war und dieses schlimme Gewitter. Ja, es war ganz furchtbar. Und ich lag morgens noch im Bett, irgendwie überlegt, oh Gott, nee, also jetzt den ganzen Tag dann, ne? Und wir sind dann tatsächlich nicht gefahren. Und das war das nicht schlimm. Nee, also das mache ich nicht, das ist mir zu nass. Seitdem beiße ich mir in den Hintern, wirklich. Ja, du hast was verpasst, weil eigentlich war es, gerade weil wir alle sozusagen im Schlamm feststeckten, war es aber so ein Happening miteinander und es hat so eine gute Energie dann irgendwie mit diesen ganzen 130.000 Menschen, ne, die sind trotzdem da gewesen und es war so eine unfassbare gute Energie, weil ich bin ja wirklich, und das weiß ich bis heute nicht, wie das zustande kommen konnte, weil alle um mich herum waren natürlich panisch und auch die Leute hatten natürlich Angst, dass das Konzert überhaupt abgesagt wird. Ja. Weil es hat ja auch gedonnert und da und dies. Und dann habe ich nur gedacht, oh, bitte, bitte nicht. Weil auch da habe ich schon mal ein Konzert, Gott sei Dank zum Ende hin eher abbrechen müssen. Aber wir hatten richtig Blitze und so. Und ich bin dann auch, so war ein Stadionkonzert, bin nur durch die Lüfte geflogen. Und naja, ich wollte nicht das Gleiche erleben. Also habe ich wirklich gehofft, habe aber irgendwie immer gewusst, das wird heute. Das wird noch besser. Und ja, die Fans haben ausgeharrt und haben sich dem Regen ergeben. Und ich bin auf die Bühne gegangen um, ich glaube, 8 oder halb 9, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann haben wir richtig einen wunderschönen Regenbogen gesehen, Sonnenuntergang auch noch. Und es war einfach perfekt. Und es gab keinen Regen mehr, wir haben gefeiert und es war Bombe. Aber ich habe abends, habe ich dann im Regenradar immer so geguckt und so gehofft, dass vielleicht noch so irgendwas an euch vorbeischrammt, so, dass ich nicht noch trauriger werde.
Das hast du uns gewünscht? Ja, Wahnsinn. Naja, aber es war doch trotzdem schön, das ist doch Nein, schön. das war richtig schön. Und jetzt im Sommer wird es richtig toll. Ja, wir wünschen uns perfektes Sommerwetter für unser Sommermärchen. Was wird denn so also gut, die Bühne steht dann in der Mitte, ne? Aber das muss ja ganz grandioso sein, oder? Ja, ich werde es dann ja auch erst feststellen. Also klar, es bedeutet für mich natürlich, denke ich mal, viel mehr Arbeit, weil ich bin es immer gewohnt, alles zu geben, sowieso immer mein Bestes zu geben und dann zu wissen, okay, jetzt stehe ich aber zum einen Teil des Publikums im Rücken. Ich glaube, ich werde so gestresst sein, mich ständig umzudrehen und irgendwie allen gerecht zu werden. Aber ich wollte trotzdem einfach dieses Erlebnis mal haben. Wie ist es denn, so mittendrin zu sein und irgendwie gefühlt auch alle teilhaben zu lassen an dieser Show und dass sie auch ein Teil der Show sind. Also wir haben sogar noch technische Raffinessen, wo ich dann noch weiter, also noch näher ran kann. Nicht nur, dass ich in der Mitte bin, sondern ja. Also es wird spannend, auch für mich. Ich finde das aber total toll. Ich habe war auf einem Konzert, wo es eine Bühne in der Mitte gab und ich fand das total toll, weil man hatte irgendwie keinen schlechten Platz. Ja, das so. Es gibt dann keinen schlechten Platz oder keinen schlechteren Platz. Die ganz weit weg sitzen, haben aber gefühlt trotzdem die gleiche Nähe sozusagen zum Künstler und diese Erfahrung wollte ich unbedingt machen, ja. Wir haben natürlich das volle Besteck. Ich habe meine Band, ich habe diesmal um die 20 Tänzer, also es wird groß, wir werden es bespielen und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Fliegst du auch wieder? Das möchte ich gar nicht so jetzt beantworten. Nein, weil so ein paar kleine Sachen möchte ich mir noch aufheben, ob ich die umsetze oder nicht. Das müssen wir auch alles tatsächlich sehen, weil im Stadion ist es nicht ganz so einfach wie in den Arenen. Also wir haben einfach die Hängepunkte nicht. Wir sind jetzt in einer neuen Situation, dass die Bühne, die ja doch den Platz einnimmt, einfach in der Mitte steht. Das heißt, wir müssen alles drumherum bauen und das wird sich vieles entscheiden tatsächlich, ob das alles so aufgeht, wie wir uns das vorstellen. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie Helene so während der Tour ist, wie so ein Tag abläuft, was vielleicht auch so ein bisschen deine Nervennahrung ist? Also tatsächlich hat sich das natürlich ein bisschen verändert bei mir. Ich bin unter anderen Lebensumständen. Ich habe meine komplette Familie dabei und ich kann mir gut vorstellen, dass ich trotzdem versuchen werde, irgendwie mir meine Regenerationsphasen einzuräumen, aber ob das so umzusetzen ist, wie ich mir das so hoffe, weiß ich nicht. Also super klassisch bei mir, wenn jetzt erstmal die Probenzeit, die ist ja eigentlich die anstrengendste. Wenn ich die hinter mir habe, dann beginnt der Fun-Part. Also wenn wir dann erstmal unterwegs sind, ich theoretisch nur diese eine Show am Abend spiele, nur in Anführungsstrichen. Ne? Wir verlassen so mittags, circa um die Mittagszeit das Hotel und dann geht es halt zur Band, wir machen unseren Soundcheck. Wir wärmen uns eigentlich immer gemeinsam auf. Selbst die Band haben wir angesteckt. Wir machen alle zusammen Sport irgendwie. Teilweise auch so total, wie so bei so einer Klassenfahrt. Man steckt sich halt gegenseitig so an. Und manchmal machen wir vor dem Abendessen Sport, dann essen wir alle zusammen und dann geht's dann nochmal ins Warm-up. Also das machen wir alles immer zusammen. Das ist echt eine sehr, sehr schöne Gruppendynamik, die da entstanden ist. Und dann geht's auch schon auf die Bühne. Also ich versuche tatsächlich, mir gar nichts irgendwie in den Tag zu legen. Meine größte Kraftquelle ist wirklich die Natur. Also ich versuche immer ein bisschen rauszukommen noch vor den Konzerten, wobei ich diesmal dieses Problem nicht haben werde ich brauche frische Luft, sondern ich habe sie ja den ganzen Abend dann. Aber das war mir immer wichtig in den Arenen, also einfach so am Tag irgendwie mal rauszukommen, bisschen mich zu erden wieder, bisschen die Natur zu spüren und dann war ich immer total gut aufgetankt so für den Abend. Ja, wir haben lustigerweise letzte Woche oder so haben wir auch darüber gesprochen, dass ich mit Mareike auch in Hannover zu deinem Konzert gehen muss, weil sie das halt auch noch nicht erlebt hat, aber sie ist großer Swiftie. Und ich habe immer gesagt, irgendwie so eine Helene-Show ist, das hat auch was von Taylor Swift, ne? Ja. Da sind halt, klar, die Fans vielleicht ein bisschen älter, aber es ist ja irgendwie alles dabei und trotzdem diese Energie und so ist halt... Ja, ich habe Taylor gesehen in München und ich muss auch sagen, da habe ich schon gewisse Parallelen festgestellt. Sie hat ja auch so ihren Weg gemacht und hat sich auch verändert und bei mir ist es auch ähnlich, also so ohne, wie gesagt, nach links und rechts zu schauen, hat man sich natürlich einfach weiterentwickelt und unsere Shows sind auch dahingehend gewachsen mit Akrobatik und Co. Und diesmal wird aber tatsächlich eher die Musik im Vordergrund stehen, weil, wie gesagt, Stadion akrobatisch ist ein bisschen schwierig geworden. So. Und dann sind wir so klein, wenn wir da so zu sehen sind. Das wollen wir nicht.
Aber gibt es da auch so Vorbilder? Guckst du dir auch andere Shows von anderen Künstlern an und denkst so, oh, könnte man auch mal einbauen? Oder? Also grundsätzlich bin ich total interessiert an Shows von sowohl Bands, also männlichen Künstlern, Bands, als auch den weiblichen Pop- und Superstars. Wenn was in Deutschland spielt, dann gehe ich da auch eigentlich immer hin und finde es einfach toll, mich da auch einfach mal so zurückzulehnen und selber einfach mal so ein bisschen zu genießen, nicht arbeiten müssen dafür. Und ja, ich gucke da schon natürlich mit einem anderen Auge drauf. Also technisch gesehen bin ich da total interessiert, was sie gar nicht oft was auf der Bühne passiert, sondern wie die das drumherum gestalten oder wie die Übergänge sind. Also was da sich jeder Künstler so ein bisschen einfallen lässt. Die einen machen wirklich eine LED-Bomben, also eine LED-Schlacht, so wollte ich sagen. Ja. Da denke ich mal, ach so, ja, Mensch, ja, okay, kann man jetzt so Filmchen zeigen, okay, gut, schade. Die anderen lassen sich andere Dinge einfallen. Also das finde ich eher spannend. Und natürlich gucke ich immer, was macht das am Schluss mit mir? Also wie gehen jetzt die Fans nach Hause? Gut, die Hardcore-Fans, die finden wahrscheinlich alles toll, was der Künstler da so macht, aber ich finde es immer spannend, so auch wenn ich Songs, bei manchen Künstlern kennst du ja auch nicht alle Songs und was macht so der ganze Abend mit dir? Und du gehst so nach Hause, was ist das für ein Gefühl? Das ist ja auch für mich ganz wichtig. Ja, glaube ich. Genau dieses. Genau. Ja, weil es gibt ja auch viele Leute, die kommen oder vielleicht mitgeschleppt werden, sage ich jetzt einfach mal so, die noch gar nicht so viel Berührungspunkte mit mir hatten. Und wenn ich die auch noch abgeholt habe und die danach irgendwie gesagt haben, Mensch, das war irgendwie ein guter Abend, das war echt eine coole Show, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Ganz im Trend liegt ja momentan, dass viele Künstler einen Special Act mit dabei haben. Hast du auch was geplant? Also, es gibt ja immer sowas bei Stadienfang. Wir fangen ja ein bisschen später an. So im Vorfeld gibt es dann natürlich gewisse Stunden, die man überbrücken muss und dass die Fans nicht total gelangweilt da schon so stehen und halb ausgehungert sind, wenn ich dann erst komme, werden wir natürlich dafür sorgen, dass da schon die Stimmung kocht. Ja. So, Taylor Swift, 20 Minuten. Ja, genau. Taylor, komm doch mal vorbei. Aber das Lustige war tatsächlich, ich hatte einen Privatauftritt und da war Lionel Richie als Vorband. Was? Also nicht als Vorband, aber der war vor mir dran und dann kam sozusagen ich zur Hauptspeise, kam dann mit meiner Band. Da dachte ich auch, okay, das ist jetzt auch nicht schlecht. Aber da habe ich auch mal eine Frage zu. Diese Privatkonzerte, ne? Ist das, gut, du kannst ja jetzt nicht natürlich sagen, dass die Stimmung da vielleicht irgendwie komisch ist, aber spürst du da Unterschiede? Also tatsächlich findet das Ganze ja im viel kleineren Rahmen statt und ich muss sagen, ich mag das sogar manchmal sehr, sehr gerne. Also das sind manchmal Jubiläen, Geburtstagsfeiern, wie auch immer. Und das finde ich schon ab und zu auch spannend und sage da manchmal auch gerne zu. Also ich mache nicht allzu viel, aber ich finde es dann einfach auch so nett, einfach so nah an den Menschen auch wieder dran zu sein. Und du machst einfach die Person so glücklich. Also manche organisieren das ja um die um das Geburtstagskind, sage ich jetzt mal, herum. Und du glaubst gar nicht, was da für Emotionen hochkommen. Das ist so schön einfach. Das ist so echt wieder und so nah. Guck mal, Mareike, in 4 Jahren werde ich 50. Der winkt mit der chinesischen Mauer. Ja, ich merke mir das. Naja. Muss ein Stein im Brett. Ja, müsstest du nur noch eine passende Location finden. Ich wollte gerade sagen, die Location muss jetzt auch nicht riesig sein. Aber die Band muss reinpassen, weil das kriegen wir hin. Ich bin kein Freund davon. Ich habe trotzdem irgendwie einen Qualitätsanspruch und wenn wir kommen, dann möchte ich auch live singen und mit der Band live spielen und nicht so den Track von Band abspielen und ich singe dazu live. Ja. Da bin ich schon raus aus den Schuhen. Also ihr müsst Platz haben für eine Band. Okay, wir haben ja noch 4 Jahre Zeit für wir können jetzt mit der Planung starten. Wir können ja auch mal mit dem Chef sprechen. Ja, wir können mit dem Chef sprechen, ja. Es ist krass. Absolut. Hast du denn noch was du loswerden möchtest? Das ist sehr, sehr, sehr lieb von dir, dass du fragst. Also ich bin auch höchst erfreut, euch kennengelernt zu haben, weil das habe ich so ja auch nicht oft. Also ein Gespräch sozusagen, worauf man sich gar nicht vorbereiten konnte und das ist auch gut so. Denn da entstehen ja auch schöne Sachen. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, mich alles noch zu fragen, was euch irgendwie noch interessiert oder so vielleicht. Mareike wollte was zu deinem Kühlschrank. Oh ja. Ja, was gehört in deinen Kühlschrank rein? Immer. Was ist dein Must-Have? Okay, also ich habe immer im Kühlschrank Joghurt. Ich liebe, also damit starte ich sowieso in den Tag. Butter, Zwiebeln, wobei die liegen nicht im Kühlschrank, fairerweise. Aber
Es gibt für mich irgendwie gefühlt kein Gericht, wo ich nicht Zwiebeln dran mache. Ich liebe auch Zwiebeln. Also gebratene Zwiebeln in Ich Butter. nehme immer nur Feinfrostzwiebeln. Ernsthaft? Micha. Das Zwiebelduo. Das heißt so, ja. Aber es verfeinert einfach jedes Gericht, von daher. Also, und ich habe immer Käse im Kühlschrank und einfach generell so also gar nicht so, ja, Wurstwaren ist nicht so meins, aber halt so von allem ein bisschen. Also wir haben immer Butter, Schmand, Creme fraiche, alles, was so alles, was so die Milchpalette bietet, haben wir immer da. Und auch Frischmilch immer. Es gibt Haarmilch, keine Hafermilch. Ich trinke ganz normale Milch, aber schon auch frische Milch. Also ich achte darauf, dass das eine Bio-Frischmilch ist. Und am liebsten ist mir dann, wir wohnen ja am Land, also wir haben natürlich auch den Zugang zur Rohmilch tatsächlich, auch so ganz... So eine eigene Kuh im Garten. Das nicht, aber wir haben ein paar Bauernhöfe und das ist mir sogar noch am allerliebsten. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe, dann hole ich einfach ganz normale, frische Biomilch, die sich auch nicht so lange hält. Also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, bitte nicht die pasteurisierte und homogenisierte Milch trinken, dann könnt ihr es auch gleich bleiben lassen. Oder ihr wechselt zu einer Pflanzenmilch. Ja, schönes Ende, oder?